Wir laden euch ein zu einer neuen Folge History, Travel, Nature. Wahrscheinlich wurde sie im Laufe des 13. Jahrhunderts erbaut. Wozu sie diente? Vermutlich sollte sie das mächtige Kloster Hohenburg schützen, welches ganz in der Nähe liegt. Das Kloster liegt auf dem Odilienberg und wird von nicht weniger als 9 Burgen flankiert. Darunter sind beispielsweise die Spessburg, Hohenlau, Birkenfels und auch Dreistein. Genau genommen ist Dreistein eine Burgengruppe. Sie besteht aus 2 getrennten Anlagen aus rotem Sandstein, welche auf 2 Felsen thronen. Getrennt sind sie durch einen breiten Graben. Bei einer der Wehranlagen handelt es sich gar um eine Doppelburg. Aber wer ließ sie erbauen? Es wird vermutet, dass die Westburg von Wölfelin von Hagenau errichtet wurde. Dies soll zwischen 1220 und 1240 auf Geheiß von Kaiser Friedrich II. Geschehen sein. Wahrscheinlich diente die Burg dem Schutz der Klostergüter. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstand dann die Ostburg. Wer sie erbaute, ist zwar nirgends niedergeschrieben, doch es wird davon ausgegangen, dass es der damalige Bischof von Straßburg war. Dieser fungierte in jener Zeit als Vogt des Klosters Hohenburg. Die erste urkundliche Erwähnung der Anlage datiert in das Jahr 1432. In jenem Dokument wird sie als Schloss zu den 3 Steinen bezeichnet. Kaiser Friedrich III. Gibt darin die Burg als Reichslehen an die Adelsfamilie von Ratsamhausen. Die westlich liegende Burg ist der größere der beiden Gebäudekomplexe. Dieser besteht aus 2 getrennten Teilen mit einem eigenen Zugang. Diese werden Westburg und Mittelburg genannt. Vermutlich wohnten dort 2 Linien der Familie und die Anlage wurde entsprechend aufgeteilt. Wann dies genau geschah, ist nicht überliefert. Es wird jedoch angenommen, dass es im Laufe des 14. Jahrhunderts war. Von der Westburg sind noch die Ruinen eines Wohnbaus zu sehen. Dieser verfügte einst über mindestens 3 Stockwerke. Im Nordosten befinden sich die Überreste eines runden Turmes, der noch 12 Meter in die Höhe ragt. Er konnte vom leider fast vollständig verschwundenen 2. Stockwerk des Wohnbaus betreten werden. Am Turm prangten einst ein vorgehängter Holzerker sowie ein Aborterker. Im Turminnern ist noch die Wendeltreppe sichtbar, welche bis zur obersten Etage führte. Diese war einst von einem Kuppelgewölbe überspannt. Außerdem sind noch wenige Reste der Umfassungsmauern der Unterburg erhalten, welche jedoch durch die dichte Vegetation verborgen werden.
Die Westburg ist durch eine Schildmauer von der angebauten Mittelburg abgetrennt. Durch den Eingang gelangt man in einen kleinen Innenhof. Das Areal der mittleren Burg ist in 2 Ebenen gegliedert. Im höher gelegenen Teil stand ein Wohnhaus, von welchem nur noch geringfügige Mauerreste erhalten sind. Südlich gab es noch ein zweites Gebäude. Die Südmauer ist noch bis zu 8 Meter hoch. In dieser gab es einen Aborderker. Auch eine Fensteröffnung ist noch zu sehen. Leider ist die Mittelburg größtenteils überwuchert. Einiges bleibt einem so verborgen. Die Doppelburg wird übrigens auch Großdreistein genannt. Die Ostburg trägt folgerichtig den Beinamen Kleindreistein. Sie liegt, getrennt durch einen Graben, etwa 30 Meter von der Mittelburg entfernt. Hier ist noch der westliche Teil des ursprünglich 26 Meter langen und 3 Stockwerke umfassenden Wohnhauses erhalten. Die Mauer zur Mittelburg hin ist dabei verstärkt. Das Erdgeschoss war in 2 Räume unterteilt. Der größere davon konnte durch einen Kamin beheizt werden. Zudem gab es einen Turm, von welchem bedauerlicherweise nur noch das Fundament zu sehen ist. Wer das Areal genau erkundet, stößt auch noch auf die Reste einer runden Zisterne. Die Ostburg ist im Gegensatz zur Westburg um einiges schwieriger zugänglich. Einstige Wege sind durch dichten Bewuchs eingenommen. Daher empfiehlt es sich, den Ort im Frühjahr aufzusuchen, wenn die Natur noch schläft. Das Baumaterial der Burgen stammt teilweise aus den künstlich vergrößerten Gräben und der sagenumwobenen Heidenmauer, welche nahe an Dreistein vorbeiführt. Ein Video über dieses geheimnisvolle Bauwerk gibt es auf unserem Kanal zu sehen. Das Burgenensemble taucht erst im Jahr 1550 wieder in den Schriften auf. In jenem Dokument bestätigte Kaiser Karl V. der Adelsfamilie Ratsamhausen das Lehen noch einmal. Wann genau die Anlagen zerstört wurden, ist ein großes Geheimnis. Es gibt Vermutungen, dass dies während des Dreißigjährigen Krieges geschah. Allerdings könnte auch der große Waldbrand im Jahr 1546 zur Aufgabe der Burgen geführt haben. Jedenfalls wird Dreistein um 1670 nur noch als Ruine erwähnt. Bis zur Französischen Revolution blieben die Ruinen im Besitz der Familie von Ratsamhausen. Dann wurden sie konfisziert und als Nationaleigentum verkauft. Im Jahr 1866 wurden Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten an den Ruinen durchgeführt. Die Burg befindet sich übrigens im Privatbesitz. Doch, und das ist die sehr gute Nachricht für Burgenfreunde, sie kann jederzeit besichtigt werden. Seit 1990 stehen die Ruinen der dreiteiligen Anlage unter Denkmalschutz. Eine Wanderung hierher kann ich übrigens nur empfehlen. Einen Link zu Google Maps findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und nun ist es wieder Zeit,
weiterzuziehen. Denn in dieser Gegend gibt es noch ganz viel zu entdecken. Deshalb sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.